Hallo ihr Lieben und willkommen zum Vollmond-Orakel. Ich möchte es heute mal ein bisschen anders machen als sonst. Wir nehmen mehrere Karten. Ich lasse die erstmal so springen und ich kläre es danach erst. Was haben wir für Energien für die Vollmondphase? Was dürfen wir angucken? Was für Themen kommen fürs Kollektiv mit? Hat sie sich schon umgedreht. Wir dürfen also auf unsere Träume achten. Ich sage euch gleich mehr. Dankeschön. Es geht darum, alle Sinne zu öffnen, sich inspirieren zu lassen und dann mit großen Schritten nach vorne zu gehen. Sehr spannend eigentlich schon wieder, ne? Manchmal ist es auch so, dass man erstmal aufwachen muss aus einem Traum, um den auch umzusetzen. Dazu muss man eben auch offen sein, kreativ manchmal. Hier kriegt man irgendwie schon die Möglichkeiten geliefert, sich Träume auch umzusetzen, ne? Das Känguru macht hier große Sprünge. So. Es geht mit der Rune um das Thema Kommunikation, um Wissen, Weisheit. Wir haben den Wandel dabei, den Erfolg und die Macht. Hier zeigt sich eine Legung, bei der man tatsächlich etwas, was man lange schon in sich trägt oder wo man so rumgeschlafen hat auch, weil man gedacht hat, ich kann das nicht umsetzen oder es fehlt mir irgendwie eine Art von Lösungsansatz oder mir steht es nicht zu. Ne? Um so ein Thema kann es hier gehen. Mit der Rune geht es hier natürlich auch mit der Kommunikation, mit dem Intellekt, um das Element Luft. Es geht wie bei der Eberesche hier auch um wesentliche Inspiration. Und es geht auch, wir haben hier die Sinne dabei und hier haben wir die nonverbale Kommunikation. Was sieht man, was nimmt man wahr, wo strahlt jemand alleine schon durch seinen Körperausdruck irgendwas aus. Und was sieht man vielleicht auch über die Aura. Und hier geht es darum, dass wir den Mut haben, Begrenzungen der Ausdrucksfähigkeit gehen zu lassen. Es wird Zeit, sich damit zu beschäftigen, wie man was ausdrückt, was man von seinen Bedürfnissen auch klar mitteilt und in welchem Bereich man vielleicht auch Wissen zurückhält, weil man fürchtet, es auszusprechen oder zu verbreiten. Und wo fehlt uns die Anbindung nach oben? Also sich auszudrücken, über das zu reden, auch zu gucken, wie sind die anderen, was machen die, wie reagieren die, wo haben die eine bestimmte Ausdrucksweise, die auf uns auch wirkt. Ihr kennt es doch bestimmt auch alle, ne? Einer guckt dich komisch an, möchte schon gar nichts mehr sagen. Um sowas alles geht es hier. Mit dem Känguru kriegen wir hier eigentlich auch eine Doppelung zu dem Thema Sinne und Kommunikation, denn das Känguru lehrt uns, auf das Hier und Heute zu schauen, trotzdem auf Träume, Visionen und Eingebungen zu hören, lernen sich auszurichten, zu verbinden, die Balance zwischen Innen und Außen auch zu finden, aber auch nicht diesen Augenblick zu vergessen, den man dann braucht, um aus dem Traum aufzuwachen und sich auf den Weg zu machen. Und das Känguru sagt auch, du brauchst gar nicht viel Energie, um voranzukommen. Wenn du dich wagst, wirst du auch so wie getragen. Ne? Dann haben wir die Libelle, die weist uns auch auf so ein bisschen mehr Flexibilität hin. Hier geht es darum, dass man sich vielleicht auch mal irgendwie so bewegt, wie man es noch nicht gemacht hat.
und dadurch eben auch weiterkommt, ne, als bisher. So, wenn man sich flexibel in eine andere Richtung drehen kann, ist es hier sehr hilfreich. Und die Karte sagt auch, dass es okay ist, wenn man Dinge, die man immer so gemacht hat, jetzt eben nicht mehr so macht, weil man seine Meinung dazu geändert hat. Diese Flexibilität, ne, ist hier so ein Beispiel, das uns auch ein bisschen die Angst nimmt, dass man aus einem eingefahrenen Muster nicht rauskommt. Und etwas, was immer so war, muss auch nicht notgedrungen immer weiter so sein. Es geht um Blickwinkelwechsel. Hier kommt viel über die Intuition, über die Sinne mit herein, also dieses Nonverbale, was man alles wahrnimmt. Manchmal muss man auch einen Schritt zurücktreten, aber wir sollen hier auch nicht im Träumen hängen bleiben. Hier ist es Zeit, ne? Keine Verzögerung mehr, man darf hier seine persönliche Macht annehmen und hier ist das Endergebnis dann sozusagen der Erfolg. Der Erfolg liegt hier auch nur einen Sprung weit entfernt und im Prinzip ist es so, dass die Karten uns hier sagen, dass wir auch auf das gucken sollen, wo wir schon erreicht haben, dass wir unsere Erfolge feiern, dass wir hier auch akzeptieren, wo wir schon erfolgreich sind und wo wir noch ein bisschen mehr in eine andere Richtung oder überhaupt mal anfangen dürfen zu springen, ne? Wenn wir hier mal fallen im Leben, haben wir ja auch oft immer so dieses Ding, Decke drüber, liegen bleiben. Man träumt vielleicht dann mehr rum, anstatt dass man umsetzt, und die Karte vom Erfolg sagt einfach auch, bleib hier nicht liegen, steh auf, mach weiter. Denk einfach kurz drüber nach, was kannst du lernen und dann los geht's. Und ergreife einfach Maßnahmen, die deine Träume unterstützen, ohne den Kampfgedanken zu haben. Ne? Wenn du hier deine persönliche Macht annimmst, dann hast du sowieso alles im Gepäck. Also eine coole Botschaft eigentlich, ne? Ohne Kampf die Träume umsetzen, mit allen Sinnen offen und mit seiner eigenen Fähigkeit für sich selbst zu sorgen und unabhängig zu sein, einen Traum umzusetzen oder auch eine Art Wandlung zuzulassen. Gucken wir ein bisschen weiter. Hier darf man auf die Dinge gucken, die kurze Wege bringen, die den Alltag betreffen, die erfreulich sind. Mit Kommunikation kann man hier auch etwas verkürzen, ja, oder etwas so gestalten, dass es kürzere Wege mitbringt. Und es geht hier um uns. Ja. Es ist so wie, schläfst du schon oder bist du schon wach oder bewegst du dich oder wendest du dich dem ganzen Thema so zu, dass du sagst, ich werde überhaupt nicht meine Träume umsetzen können, weil ich träume ja immer sehr stark, aber wir gucken ja auch auf den Vollmond drauf und da ist es bei mir noch mehr. Und ich habe hier die Sonne für uns, ne? Wir haben hier eine gute, tragfähige Energie, die Kreativität mitbringt, die uns auch selber wieder positiver stimmt, die energiespendend ist. Der Wandel und der Sarg, da brauche ich, glaube ich, nichts dazu zu sagen. Etwas transformiert sich, etwas geht zu Ende, etwas anderes fängt an. Überlege, in was und wie du investierst. Ne? Möglicherweise ist es hier auch eine Sache, die man zu zweit umsetzen kann oder ja, wo man im Einklang mit dem weiblichen und männlichen Prinzip ist.
Ja, und wenn man hier die persönliche Macht annimmt, kommt man hier mit seinem Bötchen ganz gut weiter. Etwas kommt in Fahrt. Man hat wieder das Thema Träume, Wünsche, Sehnsüchte. Man hat die Langfristigkeit. Man kommt überhaupt voran und träumt nicht nur. Und unten endet es dann in einer stabilen Situation, wobei es ja auch natürlich eine Energie sein kann, die auf der beruflichen Ebene umgesetzt wird. Wir gucken mal noch weiter, was ich noch mitkriegen kann für diese Legung in meinem Kartenchaos hier. Hier darf man auch auf sich gucken. Ne? Etwas geht womöglicherweise schon sehr lange. Man hatte das Gefühl, man kommt nicht in den Flow, etwas bewegt sich nicht, man träumt rum, anstatt, ja toll, sind mir meine ganzen Karten runtergefallen, man träumt rum, anstatt loszulegen. Man guckt vielleicht auch gar nicht mehr auf seine Träume, weil man denkt, es wird eh nichts oder der Wandlungsprozess an sich schon sehr lang geht. Und hier hätte man ein gutes Vorankommen. Und man darf auch mal darum bitten, dass etwas schneller geht. Ne? Wenn man schon lange im Schlaf hier liegt und sich nichts tut, dann kann man die Sache auch beschleunigen, indem man einfach mal ausdrückt, es darf jetzt nicht mehr so lang dauern, also nach oben ausdrückt. Wir haben hier die persönliche Macht und das Starksein. Und ich glaube, dass wir hier damit konfrontiert werden, dass wir viel mehr Kraft haben, als wir denken. Und dass wir wieder aufstehen und dass wir uns gute Ergebnisse auch erarbeiten, wenn wir die ganze Größe eben auch investieren und leben. Und hier unten haben wir noch, es gibt keinen Grund zur Besorgnis, alles entwickelt sich zum Besten. Also hier kriegen wir Frieden in einer Situation, vielleicht auch mit uns selber. Auch sehr passend kriegen wir hier dreimal gesagt, hier muss etwas losgelassen werden, um Platz für Neues zu erschaffen. Aber wir sind hier schon im Wandel, ne? Dieser Sprung, der steht kurz bevor. Hier ist die Ewigkeit gefallen, hier lässt man etwas los. Ne? Hier ist auch so eine bedingungslose Akzeptanz, dass man etwas nicht mehr ändern kann. Man verabschiedet etwas für immer. Und man sieht am Ende auch ein, dass im Prinzip Dinge gehen müssen, damit sich etwas Neues transformieren kann. Ich meine, das eine ist, dass wir das alle leicht sagen. Das andere ist, wenn wir es erfahren, kann es eine bittere Pille sein. Ne? Okay. Hier geht auch nichts verloren. Ne? Die Energien wandeln sich, es transformiert sich was und es ist ja auch so wie bei den Mondphasen. Wenn Neumond war, kommt wieder Vollmond und wieder und wieder und wieder. Und so ist es im Leben und mit den Menschen und mit der Wandlung an sich auch. Okay, dann nehme ich noch einen Engel und dann lassen wir das so stehen. Ich hätte euch gerne noch ein Vögelchen springen lassen, aber die Karten liegen jetzt unter meinem Tisch. Deshalb lassen wir die weg. Und ich habe hier den Engel der Freude. Hier geht es darum, dass wir hier nicht ausharren in irgendetwas oder uns zu klein fühlen, sondern dass wir versuchen, unsere Träume umzusetzen, Freude zu haben an unserem Tun
Und man wird hier dann auch spüren, dass man wieder beschwingter ist und dass Freude einfach auch die Möglichkeit hat, Dinge entfalten zu lassen und zum Erfolg zu bringen. Ja? Wir schauen hier auf die Sonne. Eigentlich schon allein von den Lennys beste Qualitäten. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Vollmondphase. Ich drücke euch bis bald.